Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview. Jahreszahlen. Mein Name ist Marc Becks, ich bin der Finanzvorstand der Masterflex SE. Andreas Groß aus dem Studio von Börsenradio. 2023 Rekord beim Ergebnis bei der Masterflex, Umsatz stabil und 25% mehr Dividende. Herr Becks, sind Sie zufrieden mit den Zahlen? Wir sind grundsätzlich sehr zufrieden mit den Zahlen. Wir hatten in 2022 das erste Mal seit langer Zeit wieder die zweistellige EBIT-Marge erreicht und wir haben sie 2023 dann bestätigt. Zum Fußball bringt ja gerne mal solche Vergleiche, sagt mir ja oft, als Aufsteiger ist die zweite Saison die schwierigere und so war das auch tatsächlich vergangenes Jahr, auch wenn sozusagen die Einflüsse gar nicht an uns lagen, sondern das konjunkturelle Umfeld sich gerade in Europa natürlich sehr rezessiv zum Teil entwickelt hat. Und insofern finden wir, dass die zweistellige EBIT-Marge und auch das EBIT-Wachstum, was wir in 2023 gezeigt haben, noch eine größere Leistung als in 2022. Und da sind natürlich alle Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und auch alle Partner, die wir haben, da echt wirklich, kann man den Hut vorziehen. Also wirklich sind wir sehr zufrieden, auch wenn natürlich das konjunkturelle Umfeld sich schon eingetrübt hat in einigen Branchen. Also die EBIT-Marge jetzt 12,4%, zuletzt war sie 11,4%. Jetzt hatten Sie gesagt, Sie sind grundsätzlich zufrieden. Ich hatte kürzlich mit einem Juristen gesprochen über Juristendeutsch. Er sagt, grundsätzlich bedeutet, es ist so, aber es gibt Ausnahmen. Wo sind jetzt die Ausnahmen? Sie erzählten ja oder schrieben jetzt auch von Gegenwind in einigen Branchen. Welche sind das und wird es mehr Wind geben? Momentan ist der Gegenwind in den klassischen zyklischen Branchen zu sehen, ob das jetzt Maschinenbau ist, Robotik, als auch in der Automobilindustrie. Und das zieht natürlich auch manche andere Branchen nach sich. Umgekehrt haben wir durchaus Thermik unter den Flügeln bei Medizintechnik, gerade auch in der Luftfahrtindustrie, Halbleitertechnologie. Das heißt, wir haben da so einen durchaus gesunden Mix an Branchen, die wir beliefern, dass wir auch mit dem Gegenwind umgehen können. Stand jetzt, was den Auftragseingang angeht, spüren wir weiterhin Gegenwind in diesen eher zyklischen Industrien. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der Wind schärfer wird. Aber auch darauf bereiten wir uns grundsätzlich vor. Umgekehrt ist die Thermik in den anderen Branchen, wenn wir bei der Begriffswahl bleiben, durchaus weiterhin positiv. Insofern hat sich von dem, was wir jetzt sehen, das Bild zwischen Q1 24 und dem letzten Jahr jetzt nicht signifikant geändert. Ja, Gegenwind, Thermik, Aufwind, da spricht natürlich irgendwo der Luftfahrtexperte jetzt fast gesagt. Aber Luftfahrt und Medizintechnik hatten wir in den vergangenen Interviews immer wieder gelernt und erfahren, sind die Aushängeschilder. Aber auch da gab es ein klitzekleines Problem, nämlich das war die Personalsituation. Sie hatten gesagt, es ist schwierig, da Leute zu bekommen. Hat sich die Situation gebessert, weil Sie auch gesagt haben, ja, wenn ich mehr Leute kriege, dann kann ich da auch mehr schaffen letztendlich. Hat sich gebessert tatsächlich. Also wir haben in unserem Produktionsstandort in Tschechien Personal aufgebaut. Auch die Situation an unserem Produktionsstandort und Mutterstandort für die Luftfahrt in Norderstedt bei Hamburg ist auch stabiler geworden. Also insofern ist da auch Aufwind zu sehen. Wir sind da noch nicht komplett überm Berg, aber macht schon durchaus einen deutlich stabileren Eindruck als noch in den letzten 1-2 Jahren. Die Eigenkapitalquote hat sich verbessert, habe ich in der Bilanz gelesen, auf jetzt über 60%. Was hat das jetzt für den Finanzvorstand für eine Bedeutung? Was hat das auch für eine Bedeutung dann, wenn man sich vielleicht den einen oder anderen neuen Kredit holen will? Also für uns, Sie sprechen genau das entscheidende Thema an. Wir kommen ja aus der Zeit der Restrukturierung 2008, 2009, 2010, wo das Eigenkapital quasi bei Null war. Und jetzt liegen wir bei über 60% Eigenkapitalquote. Wir werden bei den Banken, bekommen wir ein A-Rating. Insofern sind Finanzierungsthemen deutlich leichter geworden als in der Vergangenheit. Und wir sind auch gerade wieder dran, weil unser Konsortialkreditvertrag ja am 30.09.2024 ausläuft, uns wieder um eine neue Finanzierung zu kümmern, auch dann zukünftiges Wachstum darüber abzubilden. Insofern sind natürlich die Bankengespräche jetzt deutlich entspannter, als es noch vor vielleicht 10 Jahren war. Und
Das hilft bei den Finanzierungsthemen schon. Und das ist natürlich für uns ein gutes Zeichen, dass sich die Arbeit der letzten Jahre, Jahrzehnte, kann man schon fast sagen, wirklich gelohnt hat. Bei diesen Bankgesprächen, die eine Frage ist ja, Masterflex, was gibt es da für Sicherheiten? Das andere ist, wofür brauchen Sie denn eigentlich so viel Geld von uns? Die erste Frage haben Sie beantwortet. Zweite Frage? Also wir haben ja noch Restschulden von 20 Millionen. Insofern, die müssen wir auf jeden Fall refinanzieren. Wir wollen uns aber auch für Akquisitionen eine Akquisitionslinie sichern, dass wir sozusagen zukünftiges Wachstum für Zukäufe über einen Bankenkredit finanzieren können. Und dafür brauchen wir dann auch das Geld. Und da sind wir aber optimistisch, dass wir sowohl A, einen entsprechenden Kredit bekommen, B, auch zukünftig Zukäufe in unserem Sinne, dem, was wir suchen, tätigen können. Und wen wollen Sie denn kaufen? Mit wem sprechen Sie? Das darf man natürlich jetzt nicht sagen, aber Sie kennen ja unsere grundsätzliche Akquisitionsstrategie. Wir wollen es technologisch erweitern. Wir suchen im nordamerikanischen als auch im europäischen Raum, also in Rechtsräumen, in denen wir uns auskennen. Und wir wollen eventuell einen Markteintritt beschleunigen, was für Glattschlauchproduktion in Nordamerika zum Beispiel spricht, so dass man von Europa mit der Schlauchpalette, die wir in Europa haben, schneller sozusagen nach Amerika reinkommen kann. Und insofern gibt es breite Anwendungsfelder. Wie gesagt, regional ist gesagt, technologisch verstärken. Das heißt, vielleicht eine neue Materialkompetenz ins Haus holen. Und da gibt es einige Unternehmen, mit denen wir im Gespräch sind oder ins Gespräch kommen werden. Aktuell ist es aber nicht so, dass wir uns in einem Due-Diligence-Prozess befinden, sondern da sind wir noch in der Erfindungsphase. Die Frage ist doch immer, was hat der Anleger davon? In dem Fall eine höhere Dividende. Zuletzt gab es 20 Cent. Jetzt wird angehoben auf 25 Cent. Das ist ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Finden wir auch. Also es ist jetzt nicht ein Schnaps drauf. Das fühlt sich eher wie ein Herrengedeck an. Wir wollen aber trotzdem grundsätzlich die Aktionäre an der Entwicklung der Masterflex beteiligen, ohne dass wir jetzt sozusagen unsere grundsätzlichen Ziele, ob das Akquisitionen sind, ob das eine sukzessive Entschuldung des Unternehmens ist, sozusagen zu stark zu beeinträchtigen. Also ich glaube, wir haben da eine sehr gesunde Mischung gefunden, wie wir das alles ausjustieren können. Die Prognose, wenn wir genau hingucken, die sieht mir etwas zurückhaltend aus. Also so eine geradeaus-Entwicklung fürs Jahr 2024. Ich denke, dass wir uns grundsätzlich ja eher evolutionär als revolutionär als Unternehmen entwickeln. Das ist auch unsere DNA. Wir sehen momentan am Horizont noch nicht, dass die ganzen geopolitischen Themen als auch die strukturellen Probleme, die insbesondere in Europa herrschen, Deutschland und Europa, sich ganz schnell auflösen werden. Deswegen ist unser Ziel grundsätzlich umsatzseitig als auch in der EBIT-Marge absolut und prozentual zu wachsen, weiterhin unser Ziel ist. Und deswegen haben wir den Korridor so gewählt. Unser Auftragsbestand lässt halt nur einen gewissen Vorausschau von ein paar Monaten zu. Insofern ist da auch ein gewisses Vorsichtsprinzip mit drin in dieser Prognose, aber der Weg nach oben ist ja auch da und so wie wir ins Jahr bis jetzt in den ersten 2 Monaten reingewachsen sind, denke ich, wollen wir uns auch eher an dem oberen Rand der Prognose orientieren. Aber wenn man sich die letzten 3-4 Jahre auch anschaut, was da alles so passiert ist an der Stelle, ob das Corona ist, ob das die Situation in dem Materialeinkauf ist und so weiter. Jetzt die geopolitischen Themen, Energiepreise und so weiter und so fort. Also es ist ja schon richtig viel passiert in den letzten 3-4 Jahren und insofern ist da auch immer jetzt mittlerweile ein gewisses Maß an Vorsicht, was sich hier in der Prognose auch dann so ein bisschen widerspiegelt. Das 23er-Ergebnis zeigt ja auch, wenn wir umsatzseitig noch deutlich besser gewesen wären, das heißt, wenn wir mehr konjunkturellen Rückenwind gehabt hätten, was dann ergebnismäßig drin gewesen wäre. Also das wäre dann auch schon ein deutlich noch erfolgreicheres Jahr geworden. Das Ziel war ja eine Verdopplung bis 2030, also die 200 Millionen Euro Umsatz 2030. Bleibt das bestehen? Bleibt bestehen. Frage ist immer, wie viel wollt ihr davon organisch machen, wie viel anorganisch? Das wird Größenordnung so 50-50 sein. Fokus ist sicherlich beim Organischen neben Europa, dass wir in Amerika stärker wachsen. Parallel ist natürlich Ausbau in den konjunkturunabhängigeren Branchen wie Medizintechnik, Lebensmittelindustrie, auch Luftfahrt etwas, wo wir stärker wachsen wollen. Und Akquisitionen, hatten wir ja eben drüber geredet, wird dann auch so in Größenordnung 50 Millionen irgendwo liegen. Ob das dann irgendwann 50-50, 40-60 oder sonst was ist, wird man dann sehen. Ein kleiner Gruß aus der Marketingabteilung von Masterflex. Wiederaufnahme in den Weltmarktführerindex.
Außerdem ein Top 100 Innovator, auch dafür gab es einen Preis. Was genau und wofür? Also wir sind natürlich ein sehr innovationsgetriebenes Unternehmen. Wir entwickeln sehr stark mit unseren Kunden zusammen neue Schläuche. Und wir sind so, was man so klassisch so als Hidden Champion nennt. So, wir laufen oftmals unter dem Radar der Wahrnehmung, sind nicht im Consumer-Bereich tätig, also Konsumgüterindustrie, sondern eher im B2B-Bereich und sind da sehr stark mit unseren Kunden verbandelt. Wir machen viele Innovationen mit den Kunden zusammen. Wir machen aber auch Innovationen, die sozusagen aus vielen Marktbeobachtungen kommen, wo wir selber was erfinden, was es heute so auf dem Markt noch nicht gibt. So ein Beispiel wäre thermoplastische Innenauskleidung, wo wir einen Schlauch extrudieren, der außen einen anderen Kunststoff hat als innen. Also wir sozusagen zwei unterschiedliche Materialien miteinander verschmelzen und damit wir verschiedenste Eigenschaften in einen Schlauch reinbauen können. Das hat auch keiner. Das ist auch patentseitig angemeldet. Wir arbeiten als anderes Beispiel an einen gasdichten Schlauch, wo wir schon quasi auch fertig sind, weil normalerweise geht immer so ein gewisses Maß an Gas und auch an Aromastoffen durch so einen Schlauch durch. Und da arbeiten wir jetzt an einem Schlauch, oder sind schon fast durch mit dem Thema, der gasdicht ist, wo man mit 3 Ebenen, mit 3 Schlauchschichten arbeitet und das dann entsprechend extrudiert. Und das ist natürlich dann auch für einige Anwendungen, wo es sozusagen keine Gasentweichung geben soll, sehr spannendes Einsatzgebiet. Also da sind wir sehr umtriebig und das ist eigentlich das, wofür wir auch diese Preise bekommen, auch für unseren Innovationsprozess. Wir haben einen sehr strukturierten Innovationsprozess und Stage-Gate-Prozess, den wir an den Hauptstandorten dann auch einsetzen. Das ist auch ein Thema, wo wir halt sehr innovativ und gut unterwegs sind. Ausblick jetzt auf 2024 von der Strategieseite, von der Technologieseite, Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft. Was kommt da auf den Markt zu? Ja, also wir arbeiten ja an unserer Strategie Hero at Zero. Die werden wir auch dieses Jahr noch kommunizieren. Der Hero-Part steht sozusagen für das, was wir auch heute schon machen, dass wir mit unseren Tätigkeiten, Aktivitäten, die wir machen, profitabler werden wollen. Und da sind wir auch stetig dran vorbei. Das heißt, dieses Projekt Back to Double Digit, was wir dann in 22 erreicht haben, ist sozusagen in einen Zustand gegangen, dass es ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess wird. In diesem Zuge hilft natürlich auch Digitalisierung, auch künstliche Intelligenz, um gerade Standardprozesse noch besser automatisieren zu können, ob das in administrativen Themen ist, aber auch in Produktionsthemen. Wir haben unsere Maschinen oder einen Teil unserer Maschinen auch schon mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Das heißt, da messen wir die Parameter und haben sozusagen die ganze Intelligenz unserer Maschine in der Cloud, die lernt stetig dazu. Extrusion ist ein recht komplexer Prozess mit vielen Einflussfaktoren und so werden wir immer stabiler in der Produktion. Was natürlich dann auch wieder materialschonend ist, wir weniger Ausschuss produzieren und das ist schon wirklich spannend. Dann Kreislaufwirtschaft ist für uns ein neues Geschäftsmodell, dass wir sozusagen die zweite Lebenshälfte der Schläuche auch in Betracht ziehen. Das heißt, wir im Zweifel die Schläuche auch zurücknehmen, recyceln und so weiter. Das heißt, wir unseren Kunden auch perspektivisch eine Dienstleistung verkaufen. Das heißt, hier ist eine Erweiterung des Geschäftsmodells mit verbunden und das ist sozusagen für uns ganz spannend. A, hat es natürlich ökologisch einen positiven Effekt, weil die Kunststoffindustrie da sicherlich noch, was diese Themen angeht, eher einen Ticken in den Kinderschuhen steckt. Und zweitens hat das für uns natürlich dann auch ökonomische Vorteile, dass wir sozusagen über den Verkauf des Schlauches dann auch noch in weitere Dienstleistungen reingehen können. Und dazu haben wir uns natürlich auch mit Remondis einen durchaus schlagkräftigen Partner an die Seite geholt. Masterflex, das Jahr 2023, Rekorde beim Ergebnis. Hero for Zero. Wir stehen auf Schlauch, nicht auf dem Schlauch. Und Masterflex, wir sind ein Hidden Champion. Dankeschön an den Finanzvorstand, Marc Becks. Ich danke Ihnen. Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.